Please tell me we found all we needed to, Holmes. I think we found a bit more than that. Yet we have no clue as to where those people have been taken. And that's where you're wrong, Watson. We have more than enough. I just need to connect the dots. How about you pack your suitcase in the meantime, my dear fellow? Just in case. Ermittlung abgeschlossen? Ah, wer ist der Tote auf dem Altar? Das kann ich noch. Rostiger Schlüssel, Vermisstenplakat, Anhänger mit Ammonie. Ach ne, brauche ich eh nichts davon. Sonderbares Symboldeck, jemand verbleibt. Geschehnisse, Lagerhalle 12, Anhörungsmitteilung, bla bla bla. Unbekannter Mann auf dem Altar. Dann haben wir, ne, Paris schon genau, das ist die Aussage. Reisepass. Und ein Werbeprospekt. Das müsste es sein, ne? Ja, das war ja eigentlich klar, ne? Boston, USA. Der Mann auf dem Altar war ein Privatdetektiv, der Detektei Northwood Agency in Boston, womöglich ermittelte Mr. Colby in den Vermisstenfällen. Jeder von den Entführern ertappt und dann von ihnen ermordet. Wohin wurde der Entführer die Entführten gebracht? Kästchen mit Edelweißmotiv. Ja, das ist aber nur das narkotische Ding, ne? Wahrscheinlich, Vermisstenplakat, so als Grundding. Der tote Amos Colsby, Chemias Verbleib. Geschehnisse in Lagerhalle 12? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh doch, das passt. Charakterkreuz in einem Rechteck. Vielleicht doch das mit Edelweiß-Motiv. Ah! Das Institut Schwarz-Edelweiß in der Schweiz. Entführer haben sich zum Institut Schwarz-Edelweiß aufgemacht. Das Institut wurde im 18. Jahrhundert gegründet und befindet sich irgendwo in der Schweiz. Echt? Wir gehen in die Schweiz? It's hard to know how much to pack. I might bring a spare notebook just in case. Unsere Schlüsselinformation, kann ich nochmal irgendwo hin? Nicht, ne, nee. Okay, dann haben die alle in die... Nein, hier kannst du Schlüsselinformationen für deinen Fall finden. Öffne mit einem Hinweis aus, der mit einem offenen Buch versehen ist. Mit irgendwie Recherche. Achso, da. Y. Nächstes Ziel auf der Entführer. Fallrelevante Dokumente finden. Lies den Hinweis sorgfältig durch. Wähle passende Suchkriterien für den ausgewählten Hinweis aus. Müssen für diese Suche ausgewählt werden. Achso, da. Europa. Gründung. Warte mal, was war da nochmal? Edelweiß, Edelweiß. 1700. Ach, fuck. Ort. Europa. Gründung. 17. Jahrhundert. Tätigkeitsfeld. Medizin. Organisation. Achso, ich kann so schon suchen. Keine Information zu dem Hinweis? Hä? Da stand doch, Institut wurde im 18. Jahrhundert gegründet. Aber warte mal, hä? Da, bestätigte Aufschrift auf dem Kästchen lautet Institut Schwarzes Edelweiß, gegründet 17. Der Rest ist nicht mehr lesbar. Okay. Europa. Gründung 18. Tätigkeitsfeld Medizin. Das nächste Ziel. Das Institut Schwarz Edelweiß befindet sich im Interlaken in der Schweiz. Es handelt sich dabei um eine Heilanstalt, die auf Geisteskrankheit und Suchtverhalten spezialisiert ist und im Jahr 1789 von Professor Keller gegründet wurde. Dr. Watson, how does a trip to Switzerland sound to you? It sounds unexpected. What makes you think we should head there? It's all about the box with narcotics and Mr. Colby's clue, the cross inside a rectangle. Put two and two together, add a dash of research, and what do you get? The Black Edelweiss Institute in Interlaken, Switzerland. If we hurry, we can still catch tonight's train. Alter, wie lange fährst du da von London oben nach London nach
As grateful as I have been for your company, Dr. Watson, I'm afraid you shall have to investigate Edelweiss alone. Hello? Mr. Holmes, I fear you overestimate my abilities. Nonsense. You are a military man, a bastion of British courage. I'm no such thing. As a doctor, I avoided most combat, save for one dreadful day. My troop was ambushed in a village, with innocents caught in the crossfire. Too many to help. Man with the rosary. He was one of them? A translator, yes. We were trapped. 6 soldiers and myself. I thought it was the end. But Lieutenant Paget refused to go quietly. The men prepared for a final stand. I rose to follow, but Paget shook his head. He told me to run. That I had other men to save. They charged, and I fled through the rear. So you see, Mr. Holmes, I am a coward. The logic seems inescapable. Yes. You, a surgeon by trade, would have been perfectly useless in that conflict. What? No. And how many men have you helped since? Ailments eased, troubles tended? No more than a handful. Truth be told, I have become somewhat of a recluse. How many people could you help with 30 years ahead of you? Dozens? Hundreds? Paget was correct. You can cease your self-recrimination. Holmes, I don't know what to say. I would start with, I am Dr. John Watson, may I look around? Wie er da gleich übergeht. The Edelweiss staff will doubtless be eager to show off their facilities to a fellow physician. I have already taken the liberty of sending a letter on your behalf to request a visit. And what of you? I shall be pursuing other avenues. Should you see anything troublesome or improper, simply notify the local authorities. Otherwise, try a little analysis yourself. You know my methods. Apply them. Boah, es gibt doch nichts Geiles als eine so eine Anstalt. Ach du Scheiße, das schaut doch noch schlimmer aus als gedacht. 3. Kapitel, Hort des Wahnsinns. The Mountains of Madness. Was echt, die nennen das die Berge des Wahnsinns? Heilanstalt, Edelweiss-Institut. Das ist auch eins von den H.P. Lovecraft-Büchern. Kann ich nur empfehlen, hört euch das Hörbuch an auf Spotify oder lest es euch mal irgendwo durch. Ich finde die H.P. Lovecraft-Geschichten so geil, Alter. Ich höre die teilweise abends zum Einschlafen. Deswegen kann ich mit ihm dasselbe machen. Salutations, madam. I am Dr. John Watson. I was wondering if you've got word of my visit. Yeah, Dr. Watson. We received your letter on the matter. Would it be to see Professor Gygax? At their earliest convenience, yes. I shall try not to take up too much of their valuable time. Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See? Take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here, yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself.
My asylum's reputation precedes it then. Everyone, your attention, please. Guten Day. Yes, hi. Hello. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Boston. I got questions that need answers. Who's in charge here? What seems to be the matter, Dr. Watson? You can tell me. By Jove, it cannot be him. That man, well, the real Amos Colby lies 6 feet under in London. No. In my line of work, it can't wait. The longer it takes If me you to wish get to the truth, recuperate, the Dr. more Watson, lives you are may placed avail in yourself harm's of the way. guest room. But I have so much more to discuss. Nurse, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Herr Colby, from Northwood Agency. How unexpected. I am Professor Gygax. I would das be war falsch, happy ne? to answer your questions in the examination room. Look, Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... There is no need to be alarmed. No one gets neglected in my care. Alter, die sind auch voll creepy, die ganzen Leute, ey. Was geht ab? Now, let's not resort to brute force. Do not worry. Oh, ich Idiot. Colby. Es ist der My Sherlock. methods are rather more delicate. Search him thoroughly. Then take him to the holding chamber. I need to decide precisely what to do with our guest. Oh, bin ich blöd, Alter. Ich dachte, hä, was will denn der Betrüger jetzt hier? Aber war das Absicht dann so? Alter, jetzt wird mich eins interessieren. Speichern. Laden. Autosave. 22, 23. Ja, das ist vor gerade. Das wird mich jetzt interessieren, was das ändert. Salutations. Ja, At their earliest, My, do not. so, Word, but rather. Everyone! What's him? Right. Yes. I was surprised because that man is a celebrity. Yes, that's it. Very famous, Mr. Colby. I couldn't believe my eyes. No. In my line of work, it can't wait. The longer it takes If me you... to... But I have so much. Nurse, Herr Colby, from Northwood Agency. How unexpected. Look, Oh. Oh, das ist ja fies, das kommt auch selber raus. Now. Oh, wow, und ich dachte, ich hab's vermasselt. The unmistakable scent of alcoholism. Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets? Oh ja, ich bin ja echt gut im 1 hoch, 4 hoch, 1, 4, 2, 1. 1. Vier, 2, 1. Da, alles 1 zu wenig. Nee, hä, das letzte war schon 1, warum dort ist kein 1? Das ist nicht auf dem Draht oder so. Truncheon, not the typical tool for a nurse. Durchgangszelle. Wie soll auf Deutsch dastehen? Ich meine, wir sind in der Schweiz, ne? Ich find's immer noch cool.
Ermittlungsort gefunden. Trakt A. Untersuchungsraum. Diese altdeutsche Schrift. Oder alte Schrift einfach. Medikamentenraum. Wie hier halt kein Schwein ist. Any chemist would envy the quality of this equipment. Was ist das? Raw materials used to formulate medicine. The final product, ready to cure madness or to push one deeper into its grasp. With this equipment, they can create any type of medication. Gab es damals zu der Zeit, wo die das alles erforscht haben, überhaupt jemanden, der mal geheilt wurde? Very sturdy. I might borrow it. Patientin von Trakt A, Eloise K. Dermatillomanie. Anmerkung. Täglich die Nägel schneiden, nicht die Hände von den Fesseln lösen und sie nicht aufhört zu schreien. Patient Maurizio H. Manie-Dissoziation. Anmerkung. Nach dem Vorfall mit dem Pfleger wurde ein einwöchiger Heilfasten verordnet. Josephine wende, damit er umgänglicher ist. Ach, erwähnen, damit er umgänglicher ist. Marianne W. Hysterie. Die Dosis so lange erhöhen, bis sie ihr Kind vergessen hat. Selbst starke Benommenheit ist unter diesen Umständen hinnehmbar. Nils J. Diagnose, Nervenzusammenbruch. Anmerkung, keine Besuche erlaubt, alle für den Patienten eingehende Briefe sind zu vernichten. Hannes Winkler. Lionel Ra. You there! Boah. I command you to free me at once. I'm not sure that's a great idea at the moment. How dare you deny me? I must have my revenge against the lickspittles upstairs. Fortunately for you, I'm here to stop the very same people. You are? Indeed. But first, I must discover all I can about this institution. Tell me, have you witnessed the arrival of any foreign patients? Tell me? The ghoul! The impertinence to bark such orders! Please, we don't have time for this. Do you know with whom you speak? I am the great Napoleon! No. Maurizio. Napoleon Bonaparte? The one and only. Emperor of the French, first consul of the Republic, leader of La Grande Armée. Once I am free and have exacted my revenge against the guards who ridicule me, I shall rest happy in the arms of my beloved Josephine. Right. Well, I will leave you to your scheming, Emperor. Rachsüchtiger Patient. Aurelien Kaljan. My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor bold. Felicia Hung. Oder Hang. Lagerraum. Oh. 1, 3, 2. 1, 3, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, 4. Ha. Okay, 3 war zu viel. Und 2 war zu wenig. Ach so, weil die Dinge auch kürzer sind, ne? Oder so. Naja. Egal. Zertifikat. A certificate of appreciation Der from the Wertschätzung. municipal councillor to Professor Becker for contributions to the development of medicine in Interlaken. Schön, wenn man sowas lesen kann. A certificate of Der appreciation ist Beitrag der from zur the medizinischen municipal Entwicklung für councillor to die Professor Gemeinde Becker Interlake. for Als contributions to the development of bleibendes medicine Andenken an in unsere Dankbarkeit und Interlaken. Anerkennung verliehen. A simple toolbox, yet capable of repairing anything.
Ich hätte jetzt eher da rechts das Blut oder was ist das interessiert. Kaputte Briefe. Professor Gygax, ich habe starke Verätzungen an meiner Hand davongetragen, letztendlich die Folge ihrer unschuldbaren Vorgehensweise bei Gerdas Behandlung. Mitteilung von Professor Becker. Meine darauffolgende Sitzung mit ihr endete, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. Die arme junge Frau war so verängstigt, dass sie sich weigerte, mit mir zu reden. Als ich versuchte, irgendwie zu ihr durchzudringen, begann sie damit wild um sich zu schlagen. Dabei verschüttete sie eine chemische Substanz, die auf meine Hand geriet. Was sie Gerda angetan haben, wird sich nicht wiederholen. Sie sollten wissen, dass ich ihre Behandlungsmethoden für die reine Barbarei halte. Wenn Sie, wie Sie so kühn behaupten, eines Tages an der Spitze meines Instituts stehen wollen, müssen Sie meinen hohen Anforderungen gerecht werden. Enttäuschen Sie mich nicht noch einmal. Professor Becker, Leiter des Instituts Schwarz-Edelweiß. Wer weiß, ob der Typ noch lebt. Tubes of varying diameters. Interesting. Speech and the Cerebellum by S.A. Becker. Looks like it's still operational. I can make out the names listed here. This photo was damaged, seemingly by oil. Cooking grease. Is this the kitchen dumbwaiter? Ja, aber den könnten wir mal sauber machen, ey. Schau das Ding mal an. Noch was? Oh, da ist noch was. R.G. Hill, Dr. Connolly. It appears that all the psychiatric classics were banished here. John Sallow, the Tulpa phenomenon. I'm somewhat of an expert already. Gedankenmanifestation. Das Hauptproblem war ja jetzt... Warte mal. Da war das da. Zum Lagerraum komme ich wahrscheinlich nicht. Ne, Untersuchungsraum. Was mich gerade stört, kann ich den Typen da ausschalten? What was that? Is someone there? Das Trakt P blockiert, achso. Also geht's eh nicht. Na, da haben sie mich vorhin gehabt. Ah, Gebäudeplan. There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak to Gygax. Ja, bis du reingestürmt kamst. Pfeifenkopf. Schwarzes Edelweiß. This sedative worked faster than I expected. Perhaps I ought to train myself. Build up a tolerance. I'd rather not sit in this chair ever again. Da kannst du zuschauen, wenn die da behandeln. Rezeption. Darn. No way I can get past him without being noticed. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Warte mal. Könnte ich jetzt nicht ihn nutzen? I command you to let me out! I'm sure I heard something. Okay, das geht einfach nicht. Boah, ich habe halt einen Haufen Zeug schon, ne? Ermittlung im Institut. Wie kann der Pfleger von Trakt B außer Gefecht gesetzt werden? Ah! Zugang zu Trakt B ist blockiert. Spritze, Flasche mit Beruhigungsmittel. Metallrohr? Mit einem provisorischen Blasrohr. Ich könnte den Pfleger mit Hilfe eines provisorischen Blasrohrs aus sicherer Entfernung betäuben. Vielleicht eignet sich ja eines der Rohre aus dem Lagerraum dafür. Okay, cool. Das wusste ich jetzt auch nicht, dass wir da solche Sachen dann erstmal ermitteln müssen, um das zu machen. Ups.
Ermittlungsort abgeschlossen. Alter, das ist nicht hochgefährlich, Alter, jemanden so eine Spritze einfach in den Rücken zu jagen. Vor allem halt, ey, das schaut halt... Ich meine, da siehst du es nicht, aber es hat jetzt fast ausgeschaut, wie wenn er dann voll voll ins Rückenmark gejagt hätte oder so. Manufactured and packaged here. This is the same narcotic substance that we found in London. Oh, warte, da ist was. Herr Schnitzer, ich möchte Ihnen hiermit versichern, dass Ihr Sohn bei uns in guten Händen ist. Seine unverhoffte aufgetretene physische Störung ist in unserem Institut behandelbar. Gewiss liegen Ihnen das Wohlergehen Ihres Sohnes ebenso am Herzen wie mir. Und ich bin zuversichtlich, dass unsere gemeinsamen Bemühungen zu raschen Heilerfolgen führen werden. Die Unterbringung unserer Arzneimittel in ihrer Lagerhalle ist dabei von großer Wichtigkeit. Wenn es Ihnen gelingt, die Aufmerksamkeit der Behörde von dieser kostbaren Fracht abzulenken, steht einer baldigen Genesung Ihres Sohnes nichts im Wege und Sie werden ihn wieder gesund und munter in die Arme schließen können. Freundlichen Grüßen, Professor Geigems. Verstaut und jetzt This should be enough to avoid unwanted attention, at least from a distance. Wie viele da stehen. Go away or I will tear your lips from your skull with my fingernails! Miss, I'll gouge your eyes out and cut off your hands, just like you did to Heidi. I am quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda? Who is Heidi? You talk strange. You're going to Hell's Door, aren't you? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had answers. Go away, pig! I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door won't stop me. Okay. Nur für Befugte. Jetzt bin ich befugt. Halt. Ich sollte aber auch durch die Tür gehen und nicht durch das Gitter. Ermittlungsort gefunden. Wäscherei. The garments of several dozen people at least. Fabric burnt in the furnace. Haben die alle Corona gehabt oder was? Alles A verbrannt. jalabia, a traditional garment from northern Africa. Okay. Ah, da ist noch was. Ach du Kacke. So you're Heidi. I didn't realize I was on haunted doll watch. Ah, das ist aus Stroh. So you're Heidi. So you're... Good Lord, how unsettling. The damage seems intentional. So. Jetzt erstmal ihr Heidi bringen. Hallo. Ich habe hier eine Heidi für dich. I will make them pay for what they did to Heidi. I believe I have found your friend. Heidi! Oh, poor girl. What did they do to you? Shh. It's all right now. Everything will be all right. Please, Gerda, now I have found Heidi, I need some help from you in return. Shh, Heidi. We should thank the man, don't you think? Have you ever met Professor Becker? I remember him.
He was in charge here before that witch Gygax. But I haven't heard his voice for a long time. Too bad. He was nice. How did you end up in Block B? The nurses say I'm prone to violent outbursts, but they're wrong. I just do what Heidi tells me. Oha. Professor Gygax seems to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was all right. Tell me all you know about those funny-talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear. And the screams would stop. I shall leave you two to get reacquainted. Ist er dahinter dann? Hab ich jetzt einem im Kreis gelaufen? Alter, wie man überall dieses Flüstern hört. Ah, da ist das wieder. Aber gut, ich bedanke mich jetzt an der Stelle bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann... Bonus? Achso. Hoffentlich wieder in der nächsten Folge von Sherlock Holmes The Awakened. Es wird langsam immer spannender und ich bin gespannt, was da am Ende rauskommt. Vor allem, nachdem jetzt schon das erste mit Cthulhu aufgetaucht ist. Schauen wir mal. Ich hoffe, es ist nicht zu billig, weil viele Spiele, die wo mit so Cthulhu-Zeug arbeiten, das wirkt ein bisschen, weil vorrangig das in den Abgrund laufen und von irgendeinem Monster fressen lassen. Ja, gruselig war es jetzt nicht, aber es hat sich eklig angehört. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.